Sind wir ready for take-off? Also ich ja. Oh, zeig uns mal Oh ja, das schöne Geld mit das Mandelas. südafrikanische Geld. Auf der einen Seite der 100er, dreh mal um, das finde ich cool. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Den Büffel, der sieht richtig cool aus. Hast du noch einen anderen Schein? Ja, ein 20er. Eine 20er. Und ein Elefant. Ah, da ist der Elefant drauf. Cool, mehr habe ich nicht. Also die haben insgesamt schöne Scheine. Also die Tore öffnen sich. Tankstellen trifft man in Südafrika je nach Besiedlungszustand in ausreichender Zahl an. Befindet man sich allerdings abseits befestigter Wege, so begebe ich mich auf diese gerne mit einem vollen Tank, besonders wenn diese Abschnitte über 100 Kilometer lang sind. Der Liter Benzin kostete zum Zeitpunkt unserer Reise 1,16 €. Zahlen kann man überall mit Kreditkarte oder auch kontaktlos mit dem Smartphone. Perfekt. Thank you very much, sir. Wenn man sich hier die Bäume anschaut, so könnte man meinen, man ist ja auch irgendwo im Schwarzwald. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier in Südafrika Nadelbäume zu sehen bekomme, aber tatsächlich. Es gibt hier übrigens einige Landstraßen, auf denen ist 120 erlaubt. Nicht, dass ihr euch wundert, warum fährt der Karim so schnell auf einer Landstraße. Und das ist eine dieser Landstraßen, auf der man 120 fahren darf. Was für eine beeindruckende Landschaft, unglaublich, wie viel Fläche es hier gibt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Windows-Startbild von Windows XP. Hier mit diesen saftig grünen Wiesenlandschaften fühle ich mich immer wieder daran erinnert. Diese Hügel und dahinter dann die Berge im Hintergrund. Die Landschaft von Microsoft befindet sich hier in Südafrika. Nachdem wir heute vor dem Frühstück auf dem Sani-Pass gewesen sind, wird unsere Route heute 200 Kilometer über Landstraßen führen, ehe wir diese verlassen und 100 Kilometer unbefestigte Straßen vor uns haben. Ziel ist letztendlich die Ortschaft Rhodes.
Die 100 Kilometer unbefestigten Wege und Now des Neck Pass liegen hinter uns. Am Abend erreichen wir die Ortschaft Rhodes. Sie ist eingebettet in einem Tal neben dem Bell River, umgeben von saftig grünen Wiesen, auf denen Schafe und Kühe weiden. Eine idyllische Ortschaft wie im Bilderbuch. Rhodes ist ein abgelegenes Dorf, welches fast eingefroren ist in der Zeit von einst, als es 1891 gegründet worden ist. Es ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Wir fahren durch die kleinen Straßen und suchen unsere Unterkunft, das Walkabouts Inn. Wir finden diese am westlichen Ende von Rhodes auf einer leichten Anhöhe. Hier treffen wir auf einen Motorradfahrer, der uns erklärt, dass Rhodes ein beliebtes Ausflugsziel für Motorradfahrer sei, um die umliegenden Pässe erkunden zu können. Ich stelle mir das vor wie Salvatron, Uhl oder Bardonecchia in den Westalpen. Am nächsten Morgen treffe ich Karl vor dem Haus an. Er ist ein aufgeweckter, neugieriger Kater. Er begleitet mich auf meinem Morgenspaziergang. Ich glaube, ich habe einen neuen Freund gefunden. Morgen. Guten Morgen. Nicht mehr so viel anziehen. Oh, es ist herrlich, das lassen wir. Wir nutzen die Zeit vor dem Frühstück und schlendern durch die kleine Ortschaft, die einst von Farmern gegründet worden ist und Ende der 70er, Anfang der 80er ein Anziehungspunkt für Hippies geworden ist. Die Kommune versucht, so autark wie möglich zu sein, und so findet man hier selbst eine eigene Bierbrauerei. Selbstverständlich darf ein Geldautomat nicht fehlen, damit die Touristen auch ihr Geld ausgeben können. Nur die einzige Zapfsäule in Rhodes hat schon lange kein Benzin mehr. Ebenso existiert ein kleiner botanischer Garten, eine Tourismusinformation und eine Kirche. Das Stoppschild macht klar, dass man alles verlieren darf, außer seinen Glauben. Zurück in der Unterkunft fragt uns die Besitzerin, was wir zum Frühstück haben möchten. Und wir können Rührei oder Spiegelei machen und kleine Röstis und Tomaten so angebracht. Ja, ihr hört richtig, sie spricht Deutsch. Eine gebürtige Schwäbin aus Heilbronn in Südafrika. Und wenn Sie hier sich helfen, da habe ich Kochkäse. Ich meine, das ist eine Freundin von mir, die aus Namibia, die macht den immer. Das gibt es in Deutschland auch. Ich weiß nicht, wie das so ähnlich wie der Harzer Käse. Mit Kümmel drin. Könnt ihr mal probieren. Wollen wir mal schauen. Selbst gemacht. Super. Genug gefrühstückt, weiter geht's. Endlich wieder auf die Maschine. So, wir verlassen das Städtchen Rhodes und für uns geht's jetzt 400 Kilometer Richtung Craddock, nennt sich das. Dort erwartet uns der Charles und der macht dann mit uns eine Sunset Safari in den Mountain Zebra National Park. Ich bin schon gespannt, wie sich heute wieder die Strecken herauskristallisieren sollen. So wie ich das gelesen habe, sollen wir jetzt noch 30 Kilometer Schotter in etwa vor uns haben und dann befinden wir uns wieder auf Asphalt. Dort können wir dann auch ein paar Kilometer wieder gut machen, sodass wir dann rechtzeitig um 15 Uhr in Craddock ankommen. Ja, alles richtig, aber ich will euch hier nicht noch einmal eine Safari mit Bergzebras präsentieren. Das überspringen wir an dieser Stelle und brezeln gleich zum nächsten Etappenziel durch, nämlich einer Straußenfarm, und die ist wirklich sehenswert. Los geht's!
Wir haben jetzt heute 460 Kilometer hinter uns, die wir von Ost nach West gefahren sind. Und 460 Kilometer hört sich ein bisschen viel an für Landstraße, aber wir hatten weite Ebene dabei, einige Pässe und Schluchten. Also die Landschaft wechselt sich hier immer ab und man wird hier einfach nicht gelangweilt und bestens unterhalten. Ich hätte hier jede dritte, zweite Ecke anhalten können, um irgendwas zu filmen. Aber ich glaube, so würde ich in Südafrika nie vorwärts kommen. Wir erreichen jetzt dort vorne unsere Lodge, die wir für die nächsten 2 Tage haben werden. Das ist eine Straußenfarm und ich bin schon gespannt, was wir dort zu sehen bekommen, weil auf dieser werden auch Führungen angeboten. Hier geht's rein, Moy Place Guesthouse. Da bin ich mal gespannt drauf. Oh, dort oben sehe ich schon Swimmingpool. Wir haben 32 Grad, sind in unseren Motorradklamotten. Da scheint der Eingang zu sein, Reception und Spa. Naja, wir parken am besten erstmal im Schatten, oder? Wir sind da! Okay, die Damen freuen sich. Ziel erreicht. So könnten bei uns auch die Straßen sein. Ein Panorama nach dem anderen. So siehst du aus wie ein Marsmensch. Okay, das zack. Ich glaube, dem Heiko ist ein bisschen warm. In den Bergen war das heute schön bei 20 Grad. Aber hier gibt es Ja, das ist toll. Unsere Unterkunft befindet sich eingebettet in einer Ebene. Nördlich und südlich davon laden die nächsten Pässe zum Motorradfahren ein, aber auch andere Sehenswürdigkeiten wie Wasserfälle, ein Höhlensystem oder auch ein Eisenbahnmuseum sind nicht weit. Alternativ legt man sich einfach mit einem Glas Cocktail an den herrlichen Pool. Okay, führ uns mal durch. Also, Wir folgen dir. Ui, das sieht ja mal. ist aber noch nicht das Beste. Wow, Badezimmer. Ui. Fertig. Bei den Bildern mag man denken, wir hätten super teure Unterkünfte ausgewählt, aber das Preisniveau ist hier ein anderes. Zum Zeitpunkt unserer Reise kostete das Doppelzimmer mit Frühstück 81 €. Heiko, wie geht's dir? Es ist alles furchtbar. Ja. Selbstredend, dass wir hier auch ausgezeichnete Speisen wie Straußensteak erhalten. Preislich zahlt man in Südafrika ca. 50% weniger für das Essen als in Deutschland. Auf meiner Webseite findet ihr den kompletten Routenverlauf, den wir hier in Südafrika verwendet haben. Auch sämtliche Adressen der Hotels, ein paar Tipps, welche Guides man anschreiben kann, die einen durch den Park dann führen. Schaut einfach mal vorbei, ich freue mich. So, 5:30. Dort hinten geht gleich die Sonne auf über die Berge. Ich versuche dort jetzt noch ein paar Bilder zu machen. Die sind auch schon alle wach. Dort oben auf diesem Pass, da bist nur du und deine Maschine und die Morgensonne in deinem Rücken. Wenn ein Tag so beginnt, dann ist es, als würdest du auf einer Welle des Wohlempfindens reiten und wünschst dir,
dass sie niemals bricht. Dies war die 3. Folge unserer Südafrika-Tour und ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten und abschließenden Folge besichtigen wir die Straußenfarm, fahren über den Swartbergpass, besuchen Hermanus und werden unser letztes Ziel Kapstadt erreichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch wie immer allzeit gute und sichere Fahrt.